Willkommen zurück, ich bin Gordon und in diesem Video seht ihr einen Test, ein Review zu dem Hornady Geschosszieher und meine ehrliche Meinung dazu. Viel Spaß! Ja, wer kennt das nicht? Da hat man mal ein bisschen Mist gebaut und eine ganze Menge Patronen müssen wieder entladen werden. Die Geschosse möchte man auch nicht unbedingt wegwerfen, also braucht man irgendein Werkzeug. Ich habe zu gegebener Zeit mal diesen Geschosszieher von Hornady hier gekauft. Da sind dann so eine Einsätze mit dazu, die man speziell dann eben für sein entsprechendes Kaliber benötigt. Ja, und dann war es auch mal wieder soweit. Ich hatte 45 ACP geladen und musste irgendwie 200 oder 300 Patronen delaborieren. Hab mir dann gedacht, naja, man hat ja so ein tolles Werkzeug, baue das zusammen und dann knack. Bei der ersten Patrone ist die olle Buchse hier gebrochen. Naja, gut. Wie wird das Ding gewechselt? Im Prinzip ist der Umbau relativ einfach. Das ist eine 8x57 ES. Die wollen wir mal zum Testen hernehmen. Die ist natürlich ohne Pulver und Zündhütchen. Das nur so zum Probieren. Dann schraubt man den hinteren Teil ab. Dann hat man diesen Stempel. Den nimmt man raus. Da ist dann die Buchse drin. Die ist vorne konisch. Die ist für 223 Remington. So, da haben wir die für 8 mm. Stecken wir rein. Dann den Stempel dahinter. Und wieder zusammenschrauben. Als das Ding neu war, hat das ganz schön gekratzt. Also man sollte sicherstellen, dass es gut geschmiert ist. Der Hebel hinten und die entsprechende Nocke oder wie man das nennen mag, die ist sehr grob gestanzt und braucht ein bisschen Arbeit. Das Einstellen selbst ist zwar relativ einfach, aber man muss halt auch aufpassen, dass man die Hülse nicht mit in die Buchse reinziehen kann und deswegen sollte man so weit reinstellen, bis die Hülse nicht in die Buchse reinrutscht und trotzdem eben noch ein bisschen Kraft ausgeübt werden kann. Das heißt also den Hebel doch ein bisschen weiter nach unten drücken kann. Nicht zu weit, um das Geschoss nachher nicht zu beschädigen. Dann arretieren. Dann die Adapterbuchse in meinem Fall raufgedreht für die Hornady Lock and Load AP. Die hat ja diese Schnell-Bajonettverschlüsse. Sehr praktisch übrigens. Ja, und dann werden wir das mal jetzt live testen. So, dann setzen wir das Ding mal ein. Die Einstellung ist jetzt nicht ganz so wichtig, weil man ja eh nicht den gesamten Hebelweg nach oben dreht. Bis ran. Den Hebel nach unten leicht. Nach unten ziehen und dann lösen. Und schon hat man das Geschoss in der Hand. Hier nochmal aus einer anderen Perspektive. Im Prinzip recht simpel. So, und jetzt zeige ich euch mal, was ich mache, wenn ich wirklich viele Geschosse ziehen muss. Das ist eine Kniepex 180 mm, die kleine. Geschoss bis nach oben. Greifen. Ganz zart. Bis ran. Und der Winkel, der presst beim nach unten ziehen die Zange zusammen. Also ich drücke da nicht selber. Und schon hat man das Geschoss in der Hand. Ist ein paar kleine Mini-Kratzerchen dran. Nichts Dolles. Schnell, einfach und gut.
So, was wäre nun das Fazit? Super stylisch Geschosszieher oder einfache Kniepex-Zange? Also ich sage euch ganz ehrlich, extra Buchsen kaufen und hin und her. Das Einzige, wofür ich das empfehlen würde, wäre also für Langwaffengeschosse, für Kurzwaffengeschosse gänzlich ungeeignet aus meiner Sicht. Und da ist der Entladehammer die bessere Alternative. Und ich denke auch nicht, dass der Geschosszieher von RCBS da eine bessere Figur macht, weil die Technik ist ungefähr dasselbe. Und Sinn macht das aus meiner Sicht wirklich nur, wenn man Geschosse ziehen muss, die ziemlich fest sitzen. Und man sich auf Langwaffenkaliber beschränkt. So, das war's für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dahin.